So, jetzt möchte ich noch ein kleines Video zeigen, wie ihr so eine LED-Kerze, die ja, man sieht halt einfach dieses Plastik, ein bisschen aufpimpen könnt. Dafür habe ich hier so eine Rinde, die ich mal bei einer alten Birke, die so am Kopf, die war schon längst lange abgeschnitten, lag im Wald, man konnte die Rinde einfach abziehen. Das habe ich trocknen lassen und das schneide ich mir jetzt so oder reiße ich in so Stücke und werde dann dieses Teelicht einfach mit Rinde bekleben, um so ein bisschen verschwinden zu lassen, dieses Plastik, beziehungsweise das ist auch dann besser nachher den Tannenzapfen, die ich jetzt hier, also Zapfen, keine Tannenzapfen, hier von der Lärche. So gerade sieht es nicht so schön aus. Ach, hier ist noch eins. Was natürlich auch geht, ihr könnt es auch in Moos einpacken. Das heißt, wenn ihr Moos habt, aber am besten halt auch so eher trockenes, könnt ihr es auch in Moos einpacken. Und hier außen gucken wir mal, was natürlich jetzt gerade andersrum durchs Trocknen sich gedreht hat. Mal gucken, wie viel Biegung es mitmacht. Wir können kleine, große Rindenteile, also auch ein bisschen überlappend aufkleben. Das merkt ihr dann beim Aufkleben, wo zu viel Spannung ist, wo sich es wieder löst. Dann schneide ich im Zweifel ein Stück einfach ab. Und gerade das Schöne ist, wenn ihr so Trockenmaterialien nutzt, und es dann auch irgendwann mal hält. Das heißt, so könnt ihr die dann auch ganz oft noch benutzen. Genau in diesem Look, weil das unten das zum Aufladen, dann wäre Batteriefach. Ich habe welche zum Aufladen per Kabel, aber Batteriefach, also guckt nur, wo das Batteriefach ist, dass das frei bleibt, damit ihr wieder aufladen könnt. Ja, dann sieht es schon mal verpackt ein bisschen netter aus. Und der Vorteil bei den LEDs, wenn ihr die verwendet, da können wir jetzt mit der Dekoration ganz nah ran und müssen nicht Angst haben, dass dann sozusagen, deswegen kann ich die Tannenzapfen alles hier sehr nah machen. Also die Zapfen. Die klebe ich aber jetzt. Ihr könnt es natürlich auch als kleinen Kranz
machen mit Draht und lege das dann einfach rein. Ja, mal einen kleinen, das sieht dann einfach auch nett aus, wenn ihr so ein bisschen abwechselnde Größen, ihr könnt natürlich auch, dass ihr euch einfach gleiche Größen sucht, also ich habe da jetzt bewusst auch mal einen kleineren, aber ich finde immer, wenn man so ein bisschen Variation drin hat, bringt ein bisschen Spannung in die Bastelarbeit und ist auch einfach natürlicher. So, ich tue hier nochmal zur Seite. So, brauche ich noch mal einen. Ja, der passt da ja gut hin. Ist der Kranz voll? Der sitzt jetzt ein bisschen oben auf, das ist auch nicht schlimm. Und damit er nicht so verloren da rumwackelt, da überlege ich mir jetzt, ob ich jetzt das Stacheldraht drunter mache. Ne, das leuchtet zu sehr. Ich glaube, dann nehme ich wieder dieses Islandmoos. Genau, und dann oben kommt das hier so drauf. Ich kann mir noch überlegen, was ich hier jetzt Kleines dazwischen mache. Habe ich hier so. Doch, das mache ich. So Mini-Zweige. Ich glaube, das sieht ganz witzig aus. Ja, genau. Das wird dann lebendiger. Das heißt, hier unten zwischen die Tannenzweige mache ich noch ein bisschen von diesem. So, das sieht ja schon ganz nett aus, aber irgendwie der besondere Kick fehlt mir noch. Theoretisch wäre, wenn man mit Engelshaar dazwischen, dann würde es noch ein bisschen schicker. Andere Idee wäre, jetzt noch als Verbindung eine zweite Reihe von den kleinen Zapfen hier rein zu machen. Überzeugt mich aber auch nicht so ganz. Was ich jetzt aber probieren werde, ist mit dem Pinsel und weißer Acrylfarbe die Zapfen ein bisschen weiß zu betupfen, um eine Verbindung dann zu der weißen Birke und dem hellen Islandmoos und den kleinen Zweigen zu schaffen. Und dann schauen wir mal, ob das dann ausreicht, diese weiße Farbe, oder ob doch noch eine zweite Tannenzapfen, zweite Reihe Zapfen notwendig ist. So, jetzt brauche ich ein bisschen weiße Farbe. Da könnte mich jetzt gerade in der Verpackung. Ach, da waren die Häuschen drin. Ich habe gerade überlegt, ich habe jetzt gar nichts Künstliches gekauftes da verwendet. Erst kommt nichts und dann kommt zu viel. Für die Idee braucht man gar nicht viel weiße Farbe. Man könnte auch ganz hellgrau könnte man nehmen. So, und jetzt wird einfach ein bisschen betupft. Also auch, es geht gar nicht darum, dass die ganz weiß oder grau werden. Fast auch, wenn man sich anguckt, die kleinen Zapfen, fast so in der Mitte, fast wie so kleine Röschen.
So, jetzt muss ich kurz unterbrechen, weil unser Hund war mit mir hier im Wintergarten und der Igel kam wieder zu Besuch, der jetzt so überall noch guckt, wo er was findet. Und dann wollte er sich dann bei unserem Vogelhäuschen, wo wir auch so Insekten, Trocknete verfüttern, kommt er dann natürlich, ob da irgendwas runtergefallen ist. Und das hat unser Hund mitbekommen. Der weiß nicht, wir wissen nicht warum, aber ich glaube, es ist territoriales Verhalten, weil im Park interessiert sie sich nicht für Igel, aber hier zu Hause, sobald ein Igel oder ein Spatz im Garten ist, da reagiert sie voll drauf. Und deswegen musste ich kurz das Video unterbrechen. Ups. So. Und da die, genau, jetzt mache ich gerade noch ein bisschen auf die Rinde von der Birke, die jetzt ja auch nicht mehr die weißeste war. Die kriegt auch immer noch ein bisschen weiß verpasst. So. Jetzt haben wir ein bisschen was abgekriegt. So. Ja, aber jetzt gefällt mir doch schon sehr gut. Und wenn mir jetzt noch irgendwie so ein kleines Highlight einfällt, was ich vielleicht an eine Stelle machen könnte, ich glaube, dann wäre das auch schon für mich fertig. Ich belege nochmal und tue es einen kleinen Moment zur Seite, weil jetzt das Holzfäuschen dazu, das ist alles zu viel. Also irgendwas Kleines, das wäre, glaube ich, jetzt einfach noch nett. Aber auch so sieht es schon sehr gut aus. Ich zeige es euch mal von der Seite. Jetzt ist mir eine Idee gekommen. Ich habe aus diesem dünnen Rindestück habe ich ein Herz einfach ausgeschnitten und dann mit der weißen Farbe angemalt und das kommt dann gleich auf das Teelicht mit der Rinde. Planänderung, da ich nämlich, als ich das Herz gerade angefasst habe, gesehen habe, oh, das Braun, das sieht ja auch super aus auf von der Rückseite her. Das wäre ja auch ein super Kontrastpunkt für obendrauf. Und da das aber jetzt feucht ist und ich es jetzt so nicht direkt verarbeiten kann, habe ich einfach nochmal ein kleines Herz ausgeschnitten. Planänderung. Ich habe gerade gesehen, als ich das Herz fertig machen wollte zum Aufkleben, dass die Rückseite eigentlich super schön aussieht. Also die Rückseite der Rinde, braun, weil das wäre dann der Kontrastpunkt für das Teelicht. Und da es aber jetzt die Farbe natürlich feucht ist, weil ich ja weiß angemalt hatte, habe ich einfach nochmal ein kleines Herz ausgeschnitten aus der trockenen Rinde. Das heißt, die ist trocken, das ist nicht angemalt. Und ich mache aber als Sichtseite einfach die Rückseite, das braune kleine Herz. So, für mich ist es jetzt fertig. Das kleine Herz, also die Rückseite der Rinde, passt super zu den kleinen Zapfen. Die Zapfen sind jetzt mit weißer Acrylfarbe betupft. Jetzt ist es wirklich ein kleines, nettes Mitbringsel oder eine kleine Dekoration für den Tisch. Dasselbe kann man natürlich auch in größer machen, mit größeren LED-Kerzen, größeren Zapfen, mehr Zapfen. Genau, aber genau, vielleicht habt ihr ja Lust und habt auch irgendwie einen kleinen Teller, ein paar Zapfen und möchtet das einfach mal nachmachen oder in abgewandelter Form. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß beim Basteln, kreativ sein, denn das macht hier immer Spaß. Bis dann, tschüss!